Wenn ich eine US-LLC gründen möchte, brauche ich dann eigentlich eine feste Adresse? Genau mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit der Gründung einer amerikanischen LLC beschäftigst, weil du ausgewandert bist oder demnächst auswandern möchtest, dann können wir dich natürlich hier umfangreich unterstützen. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert und unser Office in Austin, Texas kann für dich LLCs in allen 50 Bundesstaaten gründen. Natürlich auch in den von vielen Auswanderern favorisierten Staaten, wie zum Beispiel Wyoming, Delaware und Florida. Wir haben ein rundum-Sorglos-Paket, wo wir uns nicht nur um die Gründung, Kontoeröffnung und die Adresse deiner LLC kümmern, sondern auch um deutschsprachigen Support das ganze Jahr über, inklusive auch die Einreichungen der sogenannten Mini-Steuererklärung für die LLC und noch viele andere coole Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch die Beantragung deiner persönlichen ITIN, deiner persönlichen Steuernummer in den USA. Alle Details dazu auf nullsteuer.llc, Link dazu auch in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn du uns auch einmal persönlich erleben möchtest, veranstalten wir regelmäßig unsere Braveheart LLC Masterclass in Edinburgh, wo wir dir in 1,5 Tagen genau erklären, wie man diese LLC steueroptimiert und rechtlich sauber einsetzt. Das Beste ist, bei dieser Veranstaltung schenken wir jedem Teilnehmer eines unserer LLC-Pakete. Auch dazu der Link in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen von zukünftigen LLC-Gründern ist, ob man eigentlich bei der Gründung der LLC eine feste Adresse braucht. Der Hintergrund dieser Frage ist relativ offensichtlich. Es gibt ja heute viele, die Perpetual Traveler sind, die digitale Nomaden sind, die möglicherweise keine feste Adresse haben, trotzdem aber auf die LLC zurückgreifen wollen als Rechtsform. Denn die LLC bietet ja sehr viele Vorteile. Wir haben dazu schon viele Videos gemacht, kannst du dir hier gerne anschauen und auch auf unserer Webseite nullsteuer.llc zum Thema speziell LLC gibt es da auch sehr viele Infos dazu. Ich will es mal kurz hier in aller Kompaktheit zusammenfassen. Wenn die LLC keine Betriebsstätte hat in den USA, dann zahlt sie dort keine Steuern. Das jedenfalls, wenn sie nur einen Gesellschafter hat. Es gibt auch keine wirklichen Erklärungspflichten. Es gibt keine Buchhaltungspflicht. Die LLC kann komplett anonym gegründet werden. Sie bietet gute Möglichkeiten für den Vermögensschutz. Du kannst damit Zahlungsdienstleister wie zum Beispiel Stripe oder PayPal verwenden. Du hast Zugang zum amerikanischen Bankensystem und du hast eben eine internationale Rechtsform, die du sehr universell einsetzen kannst, bis hin zum Beispiel für Themen wie eine Betriebsrente darzustellen, wenn du zum Beispiel ein Rentnervisum zum Beispiel in einem südamerikanischen Land beantragen willst, aber als Unternehmer eben keine Rente hast, dann kann man sowas alles herrlich über die LLC abbilden. Also wie gesagt, die LLC hat viele positive Seiten. Kein Wunder also, dass sich so viele Auswanderer mit der Gründung einer solchen LLC beschäftigen. Jetzt wissen wir alle, Firmengründungen sind oft unnötig kompliziert, gerade in Europa. Es gibt heutzutage jede Menge Compliance zu beachten. Die Anti-Geldwäscherei-Gesetzgebung in der EU ist ja dort besonders streng, aber auch das Thema Bankencompliance weltweit wird immer mehr zum Minenfeld. Dann gibt es jede Menge Videos, Erfahrungsberichte, wo dann Gründer zum Teil auch sehr negative Erfahrungen berichten, wie es ihnen zum Beispiel mit Banken gegangen ist. Und dann gibt es jede Menge Urban Legends, was man in puncto Adresse bei der LLC beachten muss. Daher werde ich dir jetzt in diesem Video die definitive Antwort auf diese Adressfrage geben. Und wenn du die Voraussetzungen erfüllst, die ich hier beschreibe, dann solltest du eigentlich bei der Gründung einer LLC und auch der Kontoeröffnung der LLC keine Schwierigkeiten haben, wobei sich das auch laufend ändert. Das heißt, ob das, was ich hier sage, jetzt in einem Jahr noch aktuell ist, wer weiß. Aber zumindestens jetzt, heute, ist es aktuell und es sind wichtige Regeln, an die du dich halten musst. Also zunächst mal, die Frage der Adresse wird ja auf mehreren Ebenen relevant. Zunächst mal, wenn du zum Beispiel in Deutschland oder auch sonst wo in der EU mit einem Dienstleister Kontakt aufnimmst, sagen wir zum Beispiel mal einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder auch einem Dienstleister, der Firmen gründet, dann muss dieser deine Identität verifizieren und auch deine Adresse. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Hier geht es einfach um die sogenannte Bekämpfung der Geldwäsche. Man kann auch sagen Überwachungsstaat EU. Das würde es, glaube ich, besser treffen. Dort musst du also dann dem entsprechenden Dienstleister ein Ausweisdokument vorlegen, Reisepass, Führerschein, Personalausweis und außerdem einen Adressnachweis, Strom, Gas, Wasserrechnung, etwas in
der Art Kontoauszug funktioniert in der Regel auch. Also das heißt, bevor du überhaupt die Firma gegründet hast, musst du dich erstmal gegenüber diesem Dienstleister ausweisen und brauchst da natürlich dann eine Adresse. Dieser Adressnachweis darf in der Regel nicht älter sein als 3 Monate. Das heißt, wenn du natürlich mit dem Dienstleister Kontakt aufnimmst, während du noch in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz wohnst, dann ist das meistens kein Problem. Oder auch direkt nach der Auswanderung ist dann auch kein Problem. Denn dann hast du ja noch Dokumente, die du diesbezüglich verwenden kannst. Wenn du aber dann wirklich digitaler Nomade wärst und dich dann an einen solchen Dienstleister wendest, dann hättest du schon mal ein ernsthaftes Problem. Gute Nachrichten, in den USA gibt es solche komplett unsinnigen Regelungen nicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die LLC für dich gründen, dann musst du nicht, um uns zu beauftragen, erst dich ausweisen oder hier deine Adresse nachweisen. Das ist nicht notwendig. So, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dann die Behörde. Ich sage mal das Handelsregister, das Registergericht. Und da geht es ja dann munter weiter. Hier gibt es dann in Europa insbesondere die Transparenzregister, angeblich dazu eingeführt, um Kriminalität zu bekämpfen, um Geldwäscherei zu bekämpfen und solche Themen. Aber auch hier geht es natürlich schlicht und ergreifend nur darum, letztlich das Vermögen der Bürger zu erfassen, dass wenn man mal irgendwann eine Vermögenssteuer einführen will, dass man dann schon mal weiß, wem was genau gehört, wer welche Gesellschaftsanteile hat, wer wirtschaftlich an einer Gesellschaft berechtigt ist oder nicht. Aber auch unabhängig vom Transparenzregister muss man entsprechend auch schon gegenüber dem Handelsregister in der Regel nachweisen oder in Deutschland dann gegenüber dem Notar nachweisen, wer man ist, wo man wohnt, was man so vorhat mit der Gesellschaft. Auch das gibt es in den USA, Gott sei Dank nicht. Das heißt, auch hier musst du dich gegenüber den bundesstaatlichen Behörden, wo die LLC gegründet wird, nicht ausweisen und demnach auch keinen Adressnachweis einreichen. Weitere Details hängen dann vom Bundesstaat ab. Nehmen wir zum Beispiel das beliebte Beispiel Wyoming. Wenn wir in Wyoming eine Gesellschaft für dich gründen, teilen wir dem Bundesstaat nicht mal mit, dass du hinter der Gesellschaft stehst. Dein Name taucht nirgendwo auf. Auch der Bundesstaat weiß nicht, dass du hinter der Gesellschaft stehst. Der einzige Name, der dort auftaucht, ist der Name einer unserer Mitarbeiter, die eben die Gesellschaft dort für dich gründet. Andere Staaten handhaben das anders. In Florida zum Beispiel steht dann der Gründer tatsächlich im Handelsregister veröffentlicht. In Texas genau das Gleiche. Aber auch hier ist es nicht notwendig, dass du dich ausweist oder eine feste Adresse nachweist. Als Adresse kann hier auch die Firmenadresse verwendet werden. Aber zumindest ist in den letztgenannten Bundesstaaten dann eine entsprechende Offenlegung deines Namens notwendig. Aber wie gesagt, Adressnachweis auch hier nicht vorgeschrieben. Das ist also die zweite Ebene. Erste Ebene hat mir gesagt Dienstleister, zweite Ebene ist der Bundesstaat. So, die dritte Ebene ist nun die Steuerbehörde. Wenn wir die Gesellschaft, also deine LLC in Amerika für die Steuer anmelden, die sogenannte EIN besorgen, die Employer Identification Number, das ist die Steuernummer der Gesellschaft. Die brauchst du, um ein Bankkonto zu eröffnen. Dort wird natürlich immer an die Steuerbehörde, die IRS, gemeldet, wer hinter der Gesellschaft steht, wer der Eigentümer ist. Aber auch hier ist es nicht notwendig, dass du ausgewiesen wirst. Natürlich sind wir hier zu gewissen Sorgfaltspflichten verantwortlich. Das heißt, wenn wir das Formular für dich ausfüllen, dann erwarten wir auch natürlich, dass die Angaben darin korrekt sind. Wenn du das Formular selbst einreichst, natürlich dann wäre das nicht notwendig. Aber auch hier ist es nicht notwendig, dass du einen festen Wohnsitz hast und dass du eine Adresse nachweist. Du musst natürlich eine Adresse in dem Formular angeben, aber das kann auch die Adresse sein, wo du dich momentan als Nomade aufhältst oder die Adresse eines Freundes oder die Adresse in Deutschland oder auch die Firmenadresse. Das ist ebenfalls egal. Hier brauchst du also auch keine feste Adresse nachweisen. Das waren die ersten 3 Ebenen. Jetzt kommen wir zur 4. Ebene und da wird es jetzt tatsächlich spannend und das ist das Thema Bank und das ist natürlich das Thema, wo es sehr viele Schwierigkeiten, aber auch Missverständnisse gibt und eigentlich wäre es einfach, diese Schwierigkeiten und Missverständnisse zu vermeiden, aber lass mich das mal hier von vorne für dich aufdröseln. Finanzdienstleister überall auf der Welt und das hat jetzt nichts mit der EU zu tun, das geht genauso auch in den USA, sind natürlich verpflichtet, ihre Kunden zu kennen und sie müssen wissen, was ihre Kunden machen. Hier gibt es verschiedene Schlagworte, KYC, Know Your Customer. Das gilt, wie gesagt, weltweit und natürlich auch in den USA. Das heißt, bevor es überhaupt an die Gesellschaft geht, bevor man überhaupt einen Nachweis für die Gesellschaft einreichen muss, muss zunächst mal du dich als der Initiator, als der Gründer, als der Eigentümer deiner Gesellschaft identifizieren. Das funktioniert heute meistens über eine App oder ein
Online-Verifizierungsverfahren. Das heißt also, die Bank schickt dir einen Link. Wir eröffnen natürlich das Konto für dich, zumindest bei Mercury in den USA. Aber auch bei Wise und den anderen Dienstleistern ist es ganz genau das Gleiche. Das heißt also, du machst ein Bild deines Passes und dann in der Regel noch ein Selfie und dann ist schon mal deine Identität verifiziert. Dann musst du aber auch noch einen persönlichen Adressnachweis einreichen, wo du also persönlich wohnst. Das kann eine Strom-, Gas- und Wasserrechnung sein, das kann aber auch ein Mietvertrag sein oder ein Kontoauszug. Dieser wiederum darf in den meisten Fällen nicht älter sein als 3 Monate. Also, und da hast du jetzt die tatsächliche Krux, mit der sich eben digitale Nomaden herumschlagen müssen. Denn diesem Problem kannst du nicht entkommen. Und das ist natürlich nicht mal eine Frage bei Firmenkonten. Auch wenn du jetzt privat irgendwo im Ausland ein Konto eröffnest, wirst du immer einen Adressnachweis produzieren müssen. So, hier kommen wir jetzt zur nächsten Komplexitätsstufe. Die Bank muss nämlich dann auch das Land akzeptieren, in dem du wohnst. Jede Bank hat heutzutage eine Blacklist. Wenn du in einem Land lebst, das auf dieser Blacklist erscheint, dann hast du ein Problem, dann kann die Bank nicht mit dir zusammenarbeiten. Also darf der Adressnachweis auf keinen Fall aus einem Land sein, der auf dieser Blacklist steht. Also, ein gutes Beispiel. Wir richten ja für viele Mandanten tatsächliche Wohnsitze auf den Philippinen ein. Aber bei der amerikanischen Bank Mercury stehen die Philippinen momentan auf der Blacklist. Das heißt, auch wenn du einen wunderbaren Adressnachweis hast aus den Philippinen, Mietvertrag, Strom, Gas, Wasserrechnung, Führerschein und so weiter und so fort, bei Mercury würde dir das nicht helfen, weil Mercury, also die Bank, wo wir das Firmenkonto für die LLC eröffnen, die Philippinen als Wohnsitzstaat nicht akzeptiert. Bei Wise wiederum funktionieren die Philippinen. Das heißt also, du müsstest im Grunde genommen sagen, okay, momentan sind die Philippinen auf der Blacklist bei Mercury. Das ändert sich auch immer wieder mal. Momentan warte ich mit dem Mercury-Konto noch ein bisschen, bis die Philippinen da wieder von der Blacklist runter sind und mache eben nur ein Konto auf bei Wise. Bei Wise hast du ja dann ebenfalls Konten in Euro, Dollar etc. oder bei einem der anderen Anbieter, die es ebenfalls gibt. Alternativ kannst du natürlich auch hier wieder irgendeinen anderen Adressnachweis verwenden. Es ist auch völlig akzeptabel, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Freund hast in irgendeinem Land, der dir einen Mietvertrag ausstellt, dann könntest du diesen dort bei der Bank dann einreichen. Dieser Mietvertrag muss natürlich schon nach etwas aussehen. Ich würde dir empfehlen, den einfach mit einem KI-Tool erstellen zu lassen. Ein Freund, ein Verwandter oder sowas kann den dann einfach unterschreiben. Die Details werden dann von der Bank nicht wirklich geprüft, aber es muss natürlich plausibel sein. Auch hier verwenden, wie gesagt, viele Auswanderer dann noch die deutsche oder österreichische oder Schweizer Adresse. Das hat einfach den Nachteil, dass natürlich die Bank immer wieder mal fragen kann, vielleicht alle 18 Monate, was die aktuelle Adresse ist. Da musst du einen aktuellen Adressnachweis vorzeigen. Das könnte dann ebenfalls hier zu einem Problem werden. Neben den Philippinen stellen wir auch für Mandanten zum Beispiel Adressen in Georgien und Serbien zur Verfügung. In Serbien paradoxerweise gilt dann das Gegenteil zu dem, was man bei den Philippinen sagen kann. Serbien wird akzeptiert von Mercury, wird aber dann wiederum von Wise nicht akzeptiert. Du siehst, das Ganze ist eben komplizierter, als man sich das wirklich wünscht. Staaten wie Deutschland, Österreich und die Schweiz sind natürlich überall akzeptiert. Also, das war jetzt erstmal dein persönlicher Adressnachweis, damit du der Bank gegenüber nachweisen kannst, wer du eigentlich bist. Also, nehmen wir einmal an, du hast dich jetzt bei der Bank identifiziert, alles wunderbar, du darfst das Konto grundsätzlich eröffnen. Dann wird jetzt nochmals ein Adressnachweis notwendig. Hier musst du nämlich die sogenannte Trading Address der Bank nachweisen. Also das ist die Adresse, wo sich die Betriebsstätte der Gesellschaft befindet, wo du letztlich täglich von arbeitest. Natürlich stellen wir dir eine Adresse im Bundesstaat der Gesellschaft zur Verfügung und wir stellen dir auch unsere Kanzleiadresse in Austin, Texas zur Verfügung. Allerdings würden wir dir dafür nicht einen Mietvertrag ausstellen. Das entspricht ja nicht den Tatsachen, deswegen können wir das auch nicht tun. Die einfachste Lösung für die Trading Address, auch diese brauchst du übrigens wieder bei Mercury und bei Wise und an anderen Anbietern, ist daher schlicht und ergreifend das gleiche Dokument zu verwenden, das du auch schon bei deinem persönlichen Adressnachweis eingereicht hast. Das wird auch als Trading-Adresse akzeptiert. Nochmal kurz zur Klarstellung, die Adressen, die du angibst, werden jetzt nicht verwendet für einen Informationsaustausch. Mercury nimmt ja nicht am Informationsaustausch teil. Bei Wise ist es natürlich etwas anderes. Wise ist ein europäisches Unternehmen und ist natürlich vom internationalen Informationsaustausch nach CRS betroffen. Das heißt, bei Wise ist es natürlich schon wichtig, dass die Adresse, die du dort angibst, jetzt nicht eine Adresse ist, wo du dann nicht willst, dass dann tatsächlich Daten zu den Kontobewegungen deiner LLC ankommen. Also,
wenn du Deutschland verlässt, kann es nicht wirklich in deinem Interesse sein, dass Deutschland nach wie vor noch erfährt dann von Wise zum Beispiel, was da auf dem Konto deiner LLC passiert. Ist ja logisch. Selbst wenn du wirklich aus Deutschland weg bist und vielleicht dann nichts mehr diesbezüglich zu befürchten hast, würde man ja allein schon aus Aspekten der Klugheit sagen, naja, das will ich eigentlich nicht unbedingt tun. Ich will ja keine schlafenden Hunde wecken und ich will auch schlicht und ergreifend nicht, dass der Staat weiß, was ich da mache, wenn ich es nicht muss, denn ich wohne ja nicht mehr dort. Daher wäre ich vorsichtig, jetzt deine ehemalige Wohnsitzadresse zu verwenden. Wie gesagt, das Dokument, was du für deine persönliche Adressverifizierung eingereicht hast, Mietvertrag bei einem Freund, Strom, Gas, Wasserrechnung oder im Falle von Wise zum Beispiel auch der Wohnsitz in den Philippinen, das würde natürlich auch dann für die sogenannte Trading Address genügen. Bei der Trading Address gibt es noch eine andere Möglichkeit. Du kannst ganz einfach eine Haftpflichtversicherung für dein Unternehmen in den USA abschließen. Da kannst du die Registered Agent Adresse dafür verwenden. Das kostet vielleicht so $200 im Jahr. Auch diese Versicherungspolice wird meiner Erfahrung nach als Trading Address akzeptiert. Aber das löst, wie gesagt, das Problem natürlich nicht, dass du dann auch einen persönlichen Adressnachweis für deine persönliche Wohnanschrift der Bank entsprechend übermitteln musst. Also das sind die verschiedenen Ebenen, die du bezüglich dem Adressproblem und der Frage, brauche ich eine Festadresse, um eine LLC zu gründen, wissen musst. Leider keine Frage, die man in einem Satz beantworten kann. Es hat jetzt ja auch schon wieder dieses Video gebraucht, dass ich dir das einmal genau darlegen konnte. Leider komplizierter, als man sich das wünscht. In der Praxis sieht es so aus, dass viele Mandanten natürlich die Lösung mit den Philippinen machen. Sie verwenden dann die philippinische Adresse zum Beispiel über Wise, um eben dann ein Wise-Konto für die LLC zu bekommen und eben gegebenenfalls auch einen europäischen Adressnachweis für die Trading-Adresse bei Mercury, denn wie gesagt, die USA nehmen ja ohnehin nicht am Informationsaustausch teil. Also, in diesem Sinne, wenn auch du planst, eine LLC zu gründen, wie gesagt, wir können dich dabei unterstützen. Schau dir unsere Webseite an, nullsteuer.llc oder melde dich zu unserer Braveheart LLC Masterclass an. Alle Details auf unserer Webseite. Wir helfen seit 2008 Mandanten, Unternehmen in den USA zu gründen oder auch natürlich in die USA auszuwandern, wenn das einmal dein Ziel wäre. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor jetzt 26 Jahren verlassen. Sicherlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Wenn du das Gleiche vorhast, kann ich dich nur dazu ermutigen. Es ist so ein Moment, wie wir das aus dem Film Die Matrix kennen, blaue Pille oder rote Pille. Sobald du einmal draußen bist, wirst du die Realität aus einer komplett anderen Perspektive sehen. Und ich kenne eigentlich niemanden, den wir in all den Jahren beraten haben, der dann jemals wieder zurückgegangen ist. Also, in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.